VW hat einmal ein Auto gebaut, was seiner Zeit wirklich voraus war. Und ich rede hier nicht von dem Bus, sondern vom Golf Country. Der wurde nur 7500 Mal gebaut und den würde man heutzutage am ehesten so als Crossover-Fahrzeug bezeichnen, weil der Elemente aus einem normalen Alltagsauto und einem Offroad-Fahrzeug verbindet. Und so einen gehe ich mir heute angucken. Ich habe mich nämlich mit eBay zusammengetan bei der Aktion Läuft nicht, gibt's nicht, um so ein Auto wieder auf die Straße zu bringen. Das ist auf Knack, sag ich dir. Der Golf Country ist deshalb so ein besonderes Auto, weil es den ziemlich selten gibt. 7500 Mal, um genau zu sein. Der ist nämlich als normaler Golf 2 Synchro vom Band gelaufen bei VW, ging dann nach Graz zu Steyr. Da hat er diesen Verstärkungsrahmen gekriegt, wurde höher gelegt und eben diese ganzen coolen Anbauteile. Das heißt, das ist ein richtiges Offroad-Auto. Ich glaube, ihr seht den Verstärkungsrahmen von euch aus sogar ganz gut. Ich bin dann nach dem Kauf direkt zum TÜV gefahren, damit ich keinen Anhänger zweimal mieten muss. Und habe mir dort eine Mengeliste geben lassen. Die ist auch ziemlich gut ausgefallen. Das mit dem Getriebe steht gar nicht drin. Aber viele Kleinteile, Kardanwellenlager, Spurstangenköpfe, Lagergummis vom Dreieckslenker, Bremsen und noch so ein paar kleine Teile. Ich habe dann sofort alle Ersatzteile bei eBay bestellt. Und jetzt fahre ich erstmal in die Werkstatt und dann gucken wir mal, wie das Ganze darunter aussieht. Hier deutet leider alles auf den Getriebeschaden hin, weil ich ja durch das Anhalten von den Rädern ausschließen kann, dass es die Antriebsachsen sind. Ich habe aber schon ein neues Getriebe bestellt, beziehungsweise ein überholtes, zu einem, ja, ich finde, relativ fairen Preis von 800 €. Dann schicke ich das alte ein und ich habe ein ganzes Jahr Garantie da drauf. Richtig cool. Und ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal anfangen, die Anbauteile abzubauen, die kaputt sind, beziehungsweise im Weg. Und als allererstes ist das der Auspuff. Ich war gerade eben kurz ganz schön verwirrt, weil ich dachte, irgendwie passt das alles gar nicht zusammen. Aber wie sich herausgestellt hat, war ich nur verwirrt, weil die haben einfach hier den Mittelschalldämpfer rausgeschnitten und durch dieses Rohr ersetzt. Deswegen dachte ich, es gibt nur einen Schalldämpfer. An sich passt es aber eigentlich ziemlich gut, weil der Endschalldämpfer ist eigentlich noch in einem relativ guten Zustand. Ich brauche nur neue Gummis für die Aufhängung, kann den dann aber wieder verwenden, weil das hier ist der Mittelschalldämpfer. Das sieht man auch von den Biegungen her, dass es ganz gut passt. Und man sieht eben auch, dass da, wo der hingehört, hier jetzt in dem Fall einfach ein Rohr ist. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll.
So, die Schrauben an der Kardanwelle sind schon mal gesäubert. Die muss nämlich als nächstes raus. Ich bin auf jeden Fall mega happy, dass ich dieses gesamte Projekt in Zusammenarbeit mit eBay umsetzen kann. Alle Ersatzteile, Anbauteile und auch viele Werkzeuge, die ich für dieses Projekt verwende, habe ich nämlich bei eBay bestellt und die Auswahl ist auf jeden Fall immens groß, was auch sehr wichtig ist, weil viele Ersatzteile für den Golf Country voll selten geworden sind. Und ich verwende auch ein paar Spezialwerkzeuge, zum Beispiel dieses hier. Das hier sind Vielzahn-Nüsse und Vielzahn-Steckschlüssel. Das sollte man nicht verwechseln mit Torx, das ist nochmal was anderes. Und die Schrauben an der Kardanwelle sind ein Vielzahn. Und am Getriebe brauche ich auf jeden Fall auch diese Steckschlüssel hier. Und ich würde mal sagen, jetzt versuche ich mal, die Schrauben rauszudrehen. Mit der Kardanwelle mache ich dann weiter, wenn das Kardanwellenlager angekommen ist. Ich habe aber auch erst vorgestern alles bestellt und das hier ist schon gestern angekommen. Das ist ein Mega-Set. Ich zeige euch mal, was das ist. Das ist jetzt ein Service-Set für die Bremsen vom Golf 2 und da ist wirklich alles dabei. Also die Bremsscheiben für vorne, die Bremstrommeln für hinten, komplett alle Belege, Radlager hinten, alle Federn nochmal neu. Das ist wirklich viel Zeug und ich glaube, alles zusammen kostet das unter 180 € oder so. Richtig günstig und ich würde sagen, ich fange mal hinten an, weil vorne kann ich noch nicht so viel machen. Bevor ich nicht das Getriebe mache, möchte ich da nämlich nichts neu machen, weil sonst muss ich es gleich wieder auseinanderschrauben. Deswegen jetzt erstmal hinten. Ich wollte gerade das Getriebeöl ablassen, aber da ist mir aufgefallen, dass ich den Schlüssel dafür gar nicht habe. Das ist nämlich wie so ein mega überdimensionierter Imbus. Ich habe jetzt gerade aber einfach nach irgendeiner Schraube geguckt, die da genau reinpasst und da habe ich die hier gefunden. Da habe ich jetzt unten eine Mutter drauf geschweißt und damit sollte das jetzt aufgehen. So, bevor ich jetzt einfach blind anfange, das Getriebe abzuschrauben, brauche ich auf jeden Fall noch dieses Werkzeug hier. Das hier ist eine Motorbrücke, mit der kann ich den Motor hochziehen, sodass er nicht runterfällt, wenn ich das Getriebe löse, weil der hängt natürlich zusammen mit dem Getriebe fest und wenn das ab ist, kann der auf einer Seite abkippen. Und mit dieser Motorbrücke bzw. Kotflügeltraverse wird das verhindert. So, das Getriebe ist unten, das war auf jeden Fall ein richtiger Kampf, das abzukriegen. Und zwar, weil das nicht runtergeht, wenn nicht davor das Verteilergetriebe abgeschraubt wird. Das ist für den Hinterradantrieb, ist bei den Zweiradmodellen nicht dran und deswegen ist es da einfacher. Ich habe es aber auf jeden Fall jetzt runter und jetzt, wo das Getriebe schon mal unten ist, werde ich auf jeden Fall auch die Kupplung wechseln. So, alles andere kann ich erst machen, wenn das neue alte Getriebe drin ist, weil die Motorbrücke mir gerade noch im Weg ist für Ölwechsel und so. Aber das ist ja auch das Coole, dass ihr bei eBay nicht nur Neuteile findet, sondern auch instandgesetzte Altteile. Und wie genau das aussehen kann, das seht ihr jetzt, denn das neue Getriebe, also das neue alte Getriebe, ist hier.
So, das neue Getriebe ist drin und ist auch komplett verschraubt. Ich bin eigentlich ziemlich positiv überrascht davon, wie nicht einfach, aber doch ziemlich flott das Ganze jetzt ging. Ich habe das Auto jetzt eine Woche und bin ziemlich optimistisch, dass wir nächsten Sonntag im Video das Ding durch den TÜV kriegen. Ganz nach dem Motto, läuft nicht, gibt's nicht. Alle Teile, die ich verwendet habe, sind wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut. Geile Karre, ey! Ich kann's eh nicht! Gib Gas, Alter!